Monster. 2021, Episode 1, erste Flucht aus dem Lockdown in Deutschland, ab in die Schweiz. Jawohl, wir sind fast da. Wir fahren gerade die letzten Kurven im Julia-Pass nach oben. Wir freuen uns über eine ganze Menge schönen Schnee. Ja, und was richtig gut ist, dass irgendwie hunderttausende Autos hier runterfahren. Ja. Und wir eine der wenigen Autos sind, die hochfahren. Und ja, ich glaube, da haben wir schon mal alles richtig gemacht. Genau, wir bleiben jetzt 2 Wochen zum Langlauf, Skitouren, Rad, Schwimmen, Camp für Lauri. Und Philly und vielleicht auch Nino, der ist auch an Bord. Der hat sich hier Und unten eingedrängt. einiges an Zeugs, was ihr im Hintergrund seht. Philipp hat das natürlich hervorragend gepackt, so dass man nicht ans Essen drankommt und ich schon den derbsten Unterzucker schieb und so langsam sich die schlechte Laune breit macht. Ja, aber was soll man dazu sagen? Hoffen wir, dass es 2 gute Wochen mit viel Powder werden und ich ordentlich Saft in Arme und Beine bekomme. Mir bleibt nichts mehr hinzuzufügen. Ain't no stopping us, we do the impossible. Yeah. Ain't no stopping us, we do the impossible. Straight to the top, we're the top dogs and you're not. Too good, never fake it. So close, I can taste it. We do the impossible. Ich habe gehört, morgen kommt noch mal Neuschnee dazu. Vielleicht wird es dann noch 1 Meter mehr. So, Philipp, jetzt musst du da draußen bleiben. Wie viele Aufwärmeinheiten kann ich mit diesem Band noch machen, bevor es nochmal reißt? Kennt ihr die? Diese Pornolieferung habe ich gerade ins Bett bekommen. Ratet von wem? Von meinem Trainer. Alle 3 für mich. Ich denke, damit komme ich dann morgen mit vollen Speichern 3 Stunden weit auf dem Langlaufskiern. 1, 2, 3. Läuft. Also ehrlich gesagt, gerade bin ich ziemlich platt. 2 Wochen hier im Schnee bei echt extremer Kälte. War richtig gut. Ich hatte das Gefühl, dass ich sehr effektiv trainieren konnte. Ich habe ganz anders trainiert und ich glaube, das hat auf jeden Fall einen richtig guten Boost gegeben. Also wir haben versucht, natürlich, was macht man, wenn hier so wunderschöner Schnee liegt? Man zieht sich Skier an. Ich bin viel Skilanglauf gefahren und da sowohl klassisch als auch Skating, wobei ich mit dem klassisch noch nicht so ganz warm geworden bin. Super anstrengend auch und irgendwie noch technischer. Die meisten Touren habe ich auf den Skating-Skiern zurückgelegt. Man legt hier echt viele Höhenmeter immer zurück. Und erst in der 2. Woche sind die Seen zugefroren und dann wurde es auch ein bisschen flacher. Das war richtig cool. Lauri, erste Pause. Gib mal einen Zwischenstand. Es ist so kalt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mein Gesicht. Jetzt muss ich eben ein Foto von dir machen. Weil du so geil aussiehst. Aber hinter dir ist es traumhaft schön. Ich mache gleich die Kamera weg. Aber schaut euch diese Bäume an. Die Sonne. Und wir sind auf dem Weg in Richtung Lappund weiterhin. So, wir nähern uns Lappund. Wir sind in einem Schattenloch, ich glaube
Jetzt hat es schön so minus 22 Grad. Mein Bart friert immer weiter. Ich schnaufe der Lauri hinterher und ja, besser geht's nicht. Also ich freue mich aufs nächste Stück Sonne. Und dann bin ich mit Philipp auch noch die ein oder andere Skitour gegangen. Das war auch mega cool. Ist halt irgendwie eher wie so eine Art Speed-Wandern berghoch und man hat dann ja, als Belohnung eine schöne Abfahrt. Weil die Lawinenbedingungen jetzt hier gerade nicht so ideal waren, sind wir auch viel einfach die Piste runtergefahren. Ja, ich bin jetzt auch nicht so oft auf Skiern unterwegs, von daher war ich da ganz dankbar. Ja, also und neben dem Skifahren habe ich ja auch noch die normalen Triathlon-Dinge trainiert, wie Schwimmen, ein bisschen Radfahren auf der Rolle und ein paar Läufe waren auch dabei. Ja, normal will man ja als Triathlet im Winter immer irgendwo ins Warme flüchten. Wir haben das in der Vergangenheit auch schon mal gemacht, dass wir erstmal noch ins noch Kältere gegangen sind. Und ja, ich denke mir eigentlich immer so, der Winter zu Hause ist meistens nicht so cool, weil wenn man Schnee hat, bleibt er nicht so lang. Also wenn schon Winter, dann richtig. Und dazu natürlich noch die Kombination mit der Höhe. St. Moritz, ihr wisst es sicher, wir sind eigentlich jedes Jahr mehrfach hier. Wir fühlen uns hier eigentlich wie zu Hause. Und das Höhentraining schlägt bei mir halt auch immer extrem gut an. Von daher haben wir uns auch für dieses Jahr überlegt, dass ich eben mehrere Blöcke in der Höhe gerne absolvieren möchte. Und das war jetzt der erste. Es war toll, dass das geklappt hat, trotz Corona. Wir waren hier eigentlich in kompletter Isolation unterwegs. Ich würde sagen, mit weniger Kontakten als zu Hause. Und tatsächlich kam heute eine negative Nachricht zu uns. Der Einreise-Corona-Test war auch negativ, von daher dürfen wir zurückkommen. Ja, und die Besonderheit hier neben der Höhe und dem Schnee ist natürlich, dass ich einfach jetzt mal ganz andere Bewegungsmuster nochmal gemacht habe mit dem Skilanglauftraining. Und ich habe einfach das Gefühl, dass mich das mit motorisch halt nochmal jetzt auf ein neues Level hebt, bevor dann wieder die ganzen monotonen Schwimmen, Radfahren, Laufen Einheiten kommen. Was ich noch vergessen habe, ich habe auch gepumpt. Ich war am Anfang noch in der zweiten Zyklushälfte, da ist es nicht so ideal, viel Gewicht zu verwenden, aber dann hat sich das Ganze gedreht und ich bin in die erste Zyklushälfte gekommen und diesen anabolen Hormonschub, den haben wir natürlich auch mitgenommen. Und ja, vielen Dank an dieser Stelle auch an die Stadt St. Moritz, die hier wirklich Top-Trainingsbedingungen für Profisportler ermöglicht. So konnten wir auch hier den Sportraum vom Swiss Olympic benutzen und ja, hatten echt ideale Trainingsbedingungen. Ja, jetzt fällt uns der Abschied erstmal schwer, die Sonne scheint immer noch. Ich würde auch durchaus noch eine Woche verlängern. Morgen würde ich mir dann allerdings einen Ruhetag wünschen. Aber ja, wir fahren wieder nach Hause und ich freue mich auch natürlich auf zu Hause. Ich bin eigentlich sehr gern zu Hause. In diesem Fall war es schön, weil wir den Nino dabei hatten, sonst freue ich mich auf den immer am allermeisten. Ja, wie es wirklich ganz konkret weitergeht, weiß ich eigentlich noch gar nicht. Ich denke, wir werden jetzt erstmal die nächsten Wochen zu Hause sein. Ich habe auch noch keine fixen Renntermine, die ich euch verkünden kann. Ich möchte natürlich, sobald es Rennen gibt, da auch fit an der Startlinie stehen und daran werde ich weiter arbeiten. Und ich vermute, das nächste Video wird zu Hause sein und dann zeige ich euch einfach, was da so abgeht. Und wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, dann lasst mir lieber hier mal ein Abo da und wenn euch ja, die Trainingsimpressionen hier gefallen haben, dann gebt mir einen Daumen nach oben.